Du und ein anderer Schiffbrüchiger sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Ihr würfelt um die letzte Banane. Du hast folgenden Regeln zugestimmt. Es wird mit 2 Würfeln gewürfelt. Und wenn die höchste Zahl 1, 2, 3 oder 4 ist, gewinnt Spieler 1. Ist die höchste Zahl 5 oder 6, gewinnt Spieler 2. Würfeln wir noch 2-mal. Hier gewinnt Spieler 1. Und hier Spieler 2. Also, wer willst du sein? Auf den ersten Blick erscheint es, als hätte Spieler 1 einen Vorteil. Denn sie wird gewinnen, wenn eine von 4 Zahlen die höchste ist. Aber eigentlich gewinnt Spieler 2 ungefähr zu 56% jedes Spiel. Zum Verständnis werden alle möglichen Kombinationen aufgelistet, die man bekommen kann, wenn man mit 2 Würfeln würfelt und dann zusammenzählt, was jeder Spieler gewürfelt hat. Das hier sind die Möglichkeiten für die gelben Würfel. Das hier sind die Möglichkeiten für die blauen Würfel. Jede Zelle in der Tabelle zeigt eine mögliche Kombination, wenn man mit beiden Würfeln würfelt. Wenn man eine 4 und dann eine 5 würfelt, bekommt Spieler 2 in dieser Zelle einen Sieg eingetragen. Eine 3 und eine 1 führt hier zum Sieg von Spieler 1. Es gibt 36 mögliche Kombinationen, jede mit exakt der gleichen Eintrittswahrscheinlichkeit. Mathematiker nennen das gleich wahrscheinliche Ereignisse. Nun sehen wir, warum der erste Blick falsch war. Obwohl Spieler 1 4 gewinnende Zahlen hat und Spieler 2 nur 2, ist die Wahrscheinlichkeit für jede Zahl, die höchste zu sein, nicht die gleiche. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1 zu 36, dass 1 die höchste Zahl ist. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei 11 zu 36, dass 6 die höchste ist. Wenn also eine dieser Kombinationen gewürfelt wird, gewinnt Spieler 1. Und wenn eine dieser Kombinationen gewürfelt wird, gewinnt Spieler 2. Von den 36 möglichen Kombinationen führen 16 zum Sieg für Spieler 1 und 20 zum Sieg für Spieler 2. Man kann es auch so betrachten. Spieler 1 gewinnt nur dann, wenn beide Würfel eine 1, 2, 3 oder 4 zeigen. 5 oder 6 würden bedeuten, dass Spieler 2 gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Würfel eine 1, 2, 3 oder 4 zeigt, liegt bei 4 zu 6. Das Ergebnis jedes Wurfs ist unabhängig vom anderen. Und man kann die Verbundwahrscheinlichkeit unabhängiger Ereignisse berechnen, indem man ihre Wahrscheinlichkeit vervielfacht. Die Wahrscheinlichkeit einer 1, 2, 3 oder 4 bei beiden Würfen liegt bei 4 zu 6 mal 4 zu 6 oder 16 zu 36. Da jemand gewinnen muss, liegt die Wahrscheinlichkeit für Spieler 2 zu gewinnen bei 36 zu 36 minus 16 zu 36 oder bei 20 zu 36. Das sind genau die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie in der Tabelle. Aber das bedeutet nicht, dass Spieler 2 gewinnt oder dass man, wenn man 36 Spiele spielt, wie Spieler 2, 20 davon gewinnt. Deswegen bezeichnet man Ereignisse wie Würfeln als zufällig. Auch wenn man die theoretische Wahrscheinlichkeit von jedem Ereignis berechnen kann, bekommt man möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse nach ein paar Würfen. Aber wenn man diese zufälligen Würfe viele Male wiederholt, wird die Häufigkeit eines bestimmten Ergebnisses, wie die, dass Spieler 2 gewinnt, sich ihrer theoretischen Wahrscheinlichkeit, dem Wert, den wir durchs Aufschreiben aller Möglichkeiten und durch das Zusammenzählen für jedes Ergebnis bekommen, annähern. Wenn man also auf dieser einsamen Insel säße und ewig würfeln würde, würde Spieler 2 schließlich 56% aller Spiele gewinnen und Spieler 1 würde 44% gewinnen. Natürlich wäre die Banane bis dahin längst weg. Lerne mehr mit diesen Videos und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.